Hallo, sehr dank für die Kommen. Ich freue mich sehr, den Brief studieren, was Paulus nur die galatische Brief geschrieben hat. Und sein Wort Gott daran hat für uns zu lernen. Und ich weiß, dass das ein von den Briefen, was ich mir sehr wünsche, wenn ich das heute da studiert als ein junger Christ. Während das wird mir geholfen haben, sein Wort als Wort hat, von was ich euch gelehrt habe und was es da leer ist. Und einmal, das kann sehr schwer sein für uns als ein junger Mensch, der erst zum Glauben gekommen. Ich weiß nicht, wo du bist von dir, aber wir machen vielleicht, was Menschen haben, was die checken und die sagen, dass ich sie meid, von Proben schwer schaffen und Proben ein besserer Mensch zu werden und dann hoffen, dass Gott mir was annehmen sie dort. Und doch fallen wir uns so, wir kommen nie nicht wohin, wo wir sollen sein. Und wenn wir wollen, uns hart aufmerken und lassen Gott uns wiesen, was sein Wort sagt, dann wollen wir Freiheit finden von Proben uns selbst zu raten und wir wollen sein, das ist ein Geschenk und wir können das nicht mehr für deinen Kreis und wir schwer wir schaffen. Und in dort, wo wir Freiheit finden, Freiheit wegen, wir wollen das sein, das ist nicht, was ich habe getan, aber das ist, was Jesus getan hat für mich, was das handelt. Vielleicht sagst du bist der Mensch, der hat Freiheit in Christus gefunden, aber wo lebe ich in der Freiheit? Und das ist ein Teil von uns, wo wir mit struggling tun, wenn wir wissen nicht, wo wir durch ein Leben können. Was tue ich mit all das, was ich gelernt habe, wenn ich es abgewaschen? Das wie mir ist. Und das ist, woran Gott sein Wort so wunderbar ist. Das wies uns die Wahrheit. Und dann können wir dort nehmen, was wir gelernt haben. Und sagen, ist das Wahrheit, was aus der Schrift kommt, oder habe ich das bloß gelernt und habe das auch genommen als Wahrheit. Und dann das Gott sein Wort, der Lehre ist offenbaren und uns die Wahrheit wiesen. Und bloß wenn ich das gelernt habe, meint nicht, dass das Wahrheit ist. Wir werden checken nur ein paar Bibelversen in 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Und der erste Vers weil die wollen auch so denken, dass hier einer nach ihrem Mund wem sein. Und der wird missgebraucht. Wenn einer nicht der wiederlesen, dann kann einer der Leich untersprungen aus der Zoll. Wenn wir anfangen mit Vers 14 lesen, das heißt, dass du überblieb wie dort, was du gelehrt hast. Und die unvertrüht ist, willst du weißt, von wem du dort gelehrt hast. Und willst du von Kind an mit der Heilige Schrift bekannt bist, kann die den Weg wiesen, wo du durch den Glauben in Christus selig werden. Alle Schrift von Gott gegeben, es wertvoll, uns zu belehren, uns auszubessern, uns zurechtzuweisen und uns unterrichten, wo recht zu leben, so dass ein Gottes Mensch imstande ist, in gute Worten geschickt zu sein. So, das sind alle Versen von Vers 14 bis 17. Und wenn wir die erste Vers würden lesen, dann würde einer kann sein, ja, was immer ich gelehrt habe, da soll ich bleiben. Aber wenn einer wieder lesen wird, dann kann wieder sein, dort ist, wenn wir sind in Gottes Wort, in der Heilige Schrift abgewaschen, dort wir bleiben. So, wenn ich nicht sind mit der Heilige Schrift abgewaschen, dann nicht dabei bleiben, was ich gelehrt habe, dann ist das nicht reich. Und das sage ich so viel, wenn wir sind in der Heilige Schrift abgewaschen und wir weiten, was Gott sagt und wo hat uns geraten und wo wir sollen leben, da soll wir bleiben. Und dann haben wir die gute Worte tun, was er uns zu schenken wird. Und so, werden wir anfangen mit Vers 1 in Galata Kapitel 1. Und dann werden wir anfangen mit dem Brief. Und Paulus fängt an, dass ich, Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen dazu gewählt, und nicht durch kein Mensch, aber durch Jesus Christus und Gott, den Führer, dem vom Tod abgeweicht hat. Die falsche Lehrer, die wollen die galatischen Menschen proben anzudichten, proben zu sagen, dass Paulus, dass wir nicht wirklich ein Apostel. Und er will schon mehr, dass die Menschen das wissen, dass er nicht von Menschen gewählt wird und nicht durch kein Mensch gewählt wird. Und sie erlaubt die Missionsarbeit und das Evangelium aussprechen, das kein Blick von Jesus Christus. Und Gott den Führer, der Jesus vom Tod abgeweicht hat. Er sagt noch, dass er ein Apostel ist, noch wahrer sein, dass er die jährliche Berufung hat und die Vollmacht hat, zum Ernst von reden von den Problemen, die sie haben, und dass sie sind auf dem rechten Weg abgerufen. Was meint das, wenn wir sagen Apostel? Das meint einer, wer du geschickt ist.
Paulus werd ook onerkannt als een apostel van de andere apostels worden weer. Hij weer persoonlijk gewählt van der Jezus. En Jezus had hem zelfs aangezegd dat evangelium uitspreiden. En dat is wat de apostels apart zaten duiden van de andere. Jezus had hen geraubt en de volle macht gegeven om de gouden nodig en wondertekens doen en om de kerk opbouwen. En dan vers 2 en 3 dat zegt het, en alle bruiden die hier met mij zijn, schrijven dit naar de gemeenten in Galatien. Mocht genade en vrede van God den Führer en den Herrn Jesus Christus met je zijn. Dit is als besonders wens de wahrhaftige nodig van de zaligheid, die recht zich ganz op God zijn genade. Dat hebben we lezen in Galata 1, 6 en 2 vers 21. En dan is dat nog wils wie geloven. Epheser 2 vers 8 dat zegt het, die zijn durch Gott zijn genade geraad wils wie geloven. Dat is niet durch je woorden. Dat is een geschenk van God. En dan, dit brengt ons nog vrede met God. Römer 4 vers 1 zegt het, wils wie durch den Glauben gerecht geworden zijn, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ist das nicht wunderbar? Diese Versen bewiesen uns, woab das Evangelium sich rechnet. Und dann werden wir kijken nu Vers 4 und 5. Dat sagt es, hij starb für unsere Sünden, geruht so, als Gott der Führer dort geplant hat. Uns durch uit diese böse Welt rüteraden, antraft alle ihr, durch alle Ewigkeit. Amen. Zum uns uit diese böse Welt rüteraden, muss Jesus für unsere Sünden sterben. Und dann denken vielleicht so, ich sehe hier noch einmal, was meint das dann, wenn er uns auf diese böse Welt rüteraden? Und ohne das Opfer, was Jesus da tun für alle Menschen, für Paulus seine sind, für die Galater sind, und meine sind, und deine sind, wo du keine Solligkeit sein. Du wirst kein Weg sein, wo du kann geraten werden von Sinn und von der Schon und von der Versicherung, was du hast in dieser Welt. So, wenn Jesus sagt, wir sind rückgerat in diese böse Welt, das meint nicht, dass er nimmt uns hier rüt, aber das meint so viel, dass wir nicht mehr in der Pflicht sind, dass wir mal in der Welt wir nur gehen. Wir sind nicht mehr Sklaven zu sein. Weil wir kijken nu Titus 2 Vers 14, und dort sagt es das. Diese sich selbst handelt uns von alle Unrechtigkeit zu raten, für sich ein Volk zu reinigen, dort er selbst ähnend, und dort jeden Gaudet daunen wollen. Dort Christus uns das frei machen von der Sinn, dort mir weich up, dort er uns kann reinigen. Und er dort uns das tun, was dort fehlt, zum uns losmachen von der Sinn. Dort wir nicht mehr fortführen an der Sinn. Und dort wir von Tod geraten können, von den jährlichen Tod können geraten werden. Und dort er uns kann reinigen von der Sinn, so dass wir immer wieder für am leben können. Und dann in Vers 5, da sagt Paulus, er sagt, dass Gott gehört alle ihr für alle Ewigkeit. Und dort meint so viel, dass Paulus weiß, wo die ihr hingehört. In Römer 11, Vers 36, da sagt es, dass alles, was du hast, kommt von ihm und ist durch ihn, und ist für ihn. Er soll in aller Ewigkeit dafür geehrt werden. Alles, was an uns Leben passiert, alles Gute, dort traf Gott die ihr. Wenn ut uns selbst kann wir nicht ändern in uns Leben. Und so, alles, was du hast, ist für ihn gemerkt, alles Gute, was passiert, das ist für ihn, und traf alle ihr für immer und immer. So, das ist alles, was wir wollen für von dir. Nächstes Mal, weil wir Versen 6 bis 10 durchgehen. Und ich freue mich sehr, noch wieder studieren, was Gott hier hat für uns. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen beim nächsten Mal und wir bleiben in Gott sein Wort. Sehr Dankeschön.